Ich weiß ja, dass die Geschichte mit dir und Ansgar vorbei ist. Er hat mich geküsst. Dieses Bild kriegt er nie wieder aus seinem Kopf raus. Da kann ich aber glücklich sein, dass Ansgar von Landstein mein einziger Konkurrent ist. Darf ich bitten? Dieses Video ist das Einzige, was wir haben, um Clarissa in Schach zu halten. Hier. Und jetzt den Film. Wenn du den richtigen Film sehen willst, dann musst du dich an deine allerbeste Freundin wenden. Sie bewahrt ihn für dich auf. Clarissa von Anstetten ist als Geschäftsführerin ausgeschieden. Ihre Firmenanteile sind an mich übergegangen. Oh, zum Glück ist die weg. Die hat sich ja aufgeführt wie die Chefin höchstpersönlich. Ja, die hat mir morgens immer ihren Mantel um die Ohren geworfen, als wäre ich ein Kleiderständer. Jessica, ich bin natürlich nicht so herzlos und setze ein altes Schlachtross vor die Tür. Und was heißt das? Dass Clarissa von Anstetten uns immer noch nach außen hin vertreten wird. Womit hast du sie erpresst? Ja, bitte. Gräfin Anstetten wünscht Sie zu sprechen, Gräfin. Danke, Justus. Was kann ich für Sie tun? Es geht um die Videoaufnahme, die sich in Ihrem Besitz befindet. Für das Wohl meines Enkels möchte ich Sie um etwas bitten. Geben Sie mir die Speicherkarte. Warum? Frau von Anstetten hat eingesehen, dass es für die Firma das Beste ist, wenn ich mich wieder allein um die Geschäfte kümmere. In dem Sinne, schönen Feierabend. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Aber damit kommst du nicht durch. Schätzchen, du spielst mit deinem Vertrag. Timo ist erst 17. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für seine Zukunft bedeutet? Doch, das kann ich. Eine Entführung mit Waffengewalt und Nötigung, dafür dürfte selbst eine Jugendstrafe nicht glimpflich ausfallen. Das können selbst Sie nicht wollen. Geben Sie mir die Karte. Warum sollte ich das tun? Wollen Sie sie als Druckmittel gegen mich einsetzen? Nachdem Sie mir neulich so unverhohlen den Kampf angesagt haben, habe ich mit dem Gedanken gespielt, in der Tat. Überlegen Sie sich das. Ja, das werde ich tun. Die blinde Pianistin. Ein stiller Film voller Poesie über die Macht der Musik und die Kraft der Liebe. Nee, ich glaube, so viel Aufregung verträgt mein Herz nicht. The last thing I want to do is to hurt you. But it's still on the list. Tolles Lernprogramm, Jessica. Sex is not the answer. Sex is the question. Yes, is the answer. Scheiße. Hey, was ist denn passiert? Ich habe so ein Ziehen im Finger. Vielleicht hilft es ja, wenn ich drauf puste. Besser? Ja. Und jetzt? Viel besser. Hallo, was? Daniel? Daniel? Thank you for your interest. We hope to see you again soon. Hey, Christine hat gefragt, ob wir gleich zusammen ins Kino gehen. Die blinde Pianistin.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe eh keine Lust auf Kino. Ich brauche noch mal frische Luft. Was? Es sind minus 10 Grad draußen. Ja und? Dann muss man sich eben bewegen. Was mit dir? Hast du auch Lust auf Joggen? Du, ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Dann ziehe ich mich um. Jungs, kann ich euch mal was fragen? Habt ihr auch manchmal so Träume, dass ihr Sex mit jemandem habt, mit dem ihr eigentlich befreundet seid? Also in eurem Fall dann ein Kumpel, ihr 2 zu 3. Thank you. That's a very good idea. Du träumst von einem Dreier mit Jessica und deiner Freundin? Nein, das ist nur, seit ich Jessica und Sonja zusammen hab küssen sehen, geht mir dieser Gedanke einfach nicht mehr aus dem Kopf. Also ich persönlich kann dir von einem Dreier mit Jessica abraten. Ja, das ist doch nicht ernsthaft gemeint, das ist doch nur so eine Fantasie. Wisst ihr was? Vergesst das einfach. The door of opportunity won't open unless you do some pushing. Na Gott sei Dank. Wie meinen? Immerhin eine attraktive Frau hier. Damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Womit haben Sie denn gerechnet? Ich weiß ja nicht, wie diese Alice Stein aussieht, aber wie wird wohl eine Frau aussehen, deren Unternehmen Lithium-Ionen-Akkus produziert? Gute Frage, was glauben Sie? Ich denke mal, Dammbad, Charme einer Dampfwalze, was glauben Sie? Oh, wenn das so ist, dann sollten Sie sich besser von ihr fernhalten, bevor sie platt macht. Ich würde ganz gern Geschäfte mit ihr machen. Sie scheint mit dieser Klitsche ziemlich erfolgreich zu sein. Eines der wenigen Unternehmen, das in den letzten Monaten zweistellige Zuwachsraten verzeichnet hat. Ich sehe, Sie kennen sich aus. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ansgar von Landstein. Alice Stein. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss mich auf meinen Vortrag vorbereiten. Sommer der schwarzen Tränen. Berührender Liebesfilm über eine übergewichtige Berufsschullehrerin und einen arbeitslosen Schornsteinfeger? Sag mal, läuft hier nirgends sowas Vernünftiges? Irgendein Action- oder Horrorfilm? Für mich klingt das genug nach Horror. Dann macht ihr also wirklich ernst? Ich kenne super Laufstrecke. Von der Pommesbude bis zur großen Eiche und zurück. Und was ist daran jetzt die Attraktion? Die Pommesbude oder die Eiche? 3-mal darfst du raten. Ich bin rot-weiß. Vergiss es, viel zu viel Cholesterin. Du mich auch. Tschüss. Ciao. Und wer von euch alten Säcken geht mit mir joggen? Ich darf ja leider nur noch Nordic walken. Und damit holst du Daniel nicht mehr ein. Daniel? Ist der etwa auch joggen, oder? Nee, die beiden haben nur Sportsachen an, damit sie im Supermarkt nicht so auffallen. Und wenn schon, soll ich jetzt nicht mehr rausgehen, nur weil ich den beiden im Wald begegnen könnte? Nein, aber du könntest wenigstens zugeben, dass du nur in dem Wald bist, damit du ihnen da begegnen könntest. Ich hab doch nur Angst, dass ich Helena ihren Daniel ausspanne. Schaffst du eh nicht. Die beiden sind verliebt. Vielleicht bin ich ja auch in Daniel verliebt? Suche ich mal halt eine andere Begleitung. Bei der Kälte kriegst du doch eh keinen mehr raus. Habt ihr schon mal was von Solidarität unter Frauen gehört? Victoria, du siehst ja entzückend aus. Guten Abend, Ansgar. Herr Wolf, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich freue mich ja immer, wenn auch die Angestellten etwas für ihre Bildung tun. Tja, obwohl ich als Proletarier bin eigentlich weniger wegen der Bildung da. Vielmehr wollte ich das Buffet abgrasen und mir einen schönen Abend mit meiner Frau machen. Und? Gibt es Neues über diesen Maskierten, der dich angerempelt hat? Nein, das nicht. Aber mir ist inzwischen klar, was er bei Tanja gesucht hat. Das. Du weißt, was da drauf ist, oder? Nein. Wieso haben Sie Tanja Ihre Anteile von Linie CL überschrieben? Sie hat mich erpresst. Womit? Mein Enkel Timo hat einen furchtbar dummen Fehler begangen. Aufhören! Jetzt hast du nicht die Nerven, Kleiner. Ja, ich bin genauso schockiert wie du. Ach, na, was hat sich dein Enkel dabei gedacht? Er hat erfahren, dass Tanja seinen Vater auf dem Gewissen hat. Er wollte sie nicht entführen. Er wollte lediglich ein Geständnis. Er hat sie bedroht. Mit einer Waffe.
Eigentlich hätte ich sofort zur Polizei gehen müssen. Aber Tanja hat ihn provoziert. Der Junge ist ihr doch gar nicht gewachsen. Er bereut das Ganze zutiefst. Es macht ihm ungeheuer zu schaffen. Elisabeth, lass die Polizei aus dem Spiel. Und Tanja? Dann ist Tanja wirklich entführt worden. Ich habe Sebastian nicht ernst genommen. Aber wieso hat sie es ihm nicht gesagt? Es gibt keine Zeugen, keine Beweise. Aber vor Gericht, wenn Timo Tanja beschuldigt, dann kommt doch auch raus, auf welche Art dieses Geständnis zustande kam. Ja, dann wäre seine Aussage wertlos. Sie wollte die Entführung gegen mich verwenden. Na, Gott sei Dank haben Sie jetzt das Video und Ihrem Enkel kann nichts mehr passieren. Ich habe die Speicherkarte nicht. Wieso? Wer hat sie denn? Ihre Frau. Oh. Es ist dein Enkel, Arno. Ich überlasse es dir, was du damit machst. Danke. Unsere Zahlen sprechen für sich. Und so bedauerlich es ist, oft sind Zahlen das Einzige, was die überwiegend männlichen Entscheidungsträger überzeugt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch. Das war sehr erhellend. So erhellend, dass Sie Ihr Geld bei uns investieren möchten? Ja, sagen wir mal so, ich würde ganz gern mal in aller Ruhe mit Ihnen über einen zweistelligen Millionenbetrag sprechen. Vielen Dank. Wir bevorzugen Investoren, die nicht nur unsere Gewinne mit uns teilen möchten, sondern auch unsere Werte und Überzeugungen. Aber Frau Stein, Sie werden doch wegen einer humorvollen Äußerung nicht eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit ausschlagen. Wenn Sie mir besser zugehört hätten, als ich über moralische Prinzipien geredet habe, dann wüssten Sie auch warum. Frau Stein, das war sehr überzeugend und erfrischend. Danke. Ja, das muss ich auch sagen. Ja, darf ich vorstellen, meine persönliche Referentin, Frau Wolf Nebst. Freut mich. Angenehm. Wolf, guten Abend. Sie haben so recht mit dem, was Sie gesagt haben. Zu Hause haben die meisten Männer nichts dagegen, wenn die Frau das gesamte Management übernimmt. Und im Büro trauen sie es ihr da nicht zu. Ja, leider trauen es sich viele Frauen selbst oft auch nicht zu. Ja, wir unterschätzen uns leider viel zu oft selbst. Das stimmt. Männer dagegen neigen häufig eher zur Selbstüberschätzung. Ich habe mit meiner Frau 3 Töchter großgezogen, glauben Sie mir. Ich habe meine Lektion gelernt. Kein Wunder, dass die noch nicht hier sind. So lahm wie die Helena läuft, muss er sie wahrscheinlich tragen. Oh, hast du das auch genau gecheckt? Nicht, dass sie schon vorbei sind. Ich friere mir nämlich einen Ast ab. Mach dir doch warme Gedanken. Sollen wir vielleicht noch mal knutschen? Vergiss es. So gut warst du nun auch wieder nicht. Boah. Hey, da kommen sie. Okay. Nee, was für ein Zufall. Wollen wir ein Stück zusammen laufen? Bis zur Pommesbude? Da wollten wir auch gleich hin. Na super, dann lass uns doch zusammen. Helena von Landstein? Ja, was ist? Bitte? Nein, lass einfach alles stehen und liegen. Ich brauche da bestimmt noch irgendwas für die Versicherung. Ja, ich komm vorbei, bis gleich. Ach, scheiße, die Deppen von der Spedition haben im Auktionshaus gerade ein Bild die Treppe runterfallen lassen. Ich muss sofort los. Ist doch kein Problem. Dann laufen wir zur Pommesbude und nehmen uns ein Taxi. Hm? Ach du, weißt du was? Kein Problem. Ich hänge sowieso noch die ganze Nacht im Auktionshaus fest. Sicher? Mhm. Okay, dann kommst du aber später noch vorbei, ja? Egal wie spät. Ich glaube, ich habe auch genug. Ich laufe nach Hause. Tschüss. Ja, aber sowas jetzt nicht gedacht. Bist du jetzt zum Joggen hier oder zum Quatschen? Clarissa von Anstetten war vorhin bei mir. Tanja ist tatsächlich entführt worden. Von Clarissas Enkelsohn. Nun behauptet Clarissa, du seist im Besitz einer Aufnahme, die Timo schwer belastet ist, das wahr? Ja. Sie meint, du wolltest sie damit unter Druck setzen.
ich habe mit dem Gedanken gespielt. Aber ich habe dann Arno die Speicherkarte überlassen. Ach, da komme ich für euch ja gerade richtig, ja? Ihr braucht Hilfe. Nö, Opa, Timo hat so viel Kram ja natürlich auch wieder nicht. Aber du trinkst ein Bier mit uns, wenn wir hier fertig sind, oder? Ja, ganz richtig, das tue ich. Normalerweise bringt man ja bei einem Einzug Brot und Salz vorbei, aber in diesem Fall, denke ich, tut es auch das. Ja. Wo haben Sie den denn her? Elisabeth hat's mir vorbeigebracht. Oh nee. Jetzt weiß auch noch deine Ex-Frau Bescheid? Auf sie ist Verlass. Sie redet nicht. Timo, was du getan hast, war unverantwortlich. Durch nichts zu entschuldigen. Das Gleiche gilt auch für dich, Leonie. Das war eine Ausnahmesituation. Die beiden haben einfach im Affekt... Ja, das ist mir schon klar. Ich bin ja nicht blöd. Apropos, wisst ihr, was das Blöde bei einem Umzug ist? Irgendwas geht immer zu Bruch. Ich bin so froh, dass du doch noch mitgekommen bist. Aber ich hoffe, ich muss mich nicht bei Ansgar von Lahnstein für die Einladung bedanken. Oh, lieber nicht. Ich glaube, der ist heute nicht besonders gut drauf. Frau Stein. Ich denke, zwischen uns ist alles geklärt. Oh, die Steine hat ihn abblitzen lassen. Wie es aussieht, musst du doch noch die Kohlen aus dem Feuer holen. Na los. Ich warte an der Bar auf dich. Du hast das Geschäft schneller an Land gezogen, als ich mein Bier ausgetrunken habe. Frau Stein, hätten Sie noch einen Moment Zeit für mich? Ja, ich wollte auch noch mit Ihnen reden. In unserer Firma da gibt es interessante Möglichkeiten für jemanden wie Sie. Haben Sie Interesse? Ich bin mit meiner momentanen Position recht zufrieden. Sie wollen wirklich freiwillig weiterhin für diesen Dinosaurier arbeiten? Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, müssen wir unsere Gesellschaft von innen heraus verändern. Und das geht nur, wenn wir die Dinosaurier mit auf die Reise nehmen. Und deshalb soll ich mit Ansgar von Lahnstein Geschäfte machen. Wir sollten Vorurteile abbauen. Frauen wirft man viel zu oft vor, dass sie sich zu sehr von ihren Gefühlen lenken lassen. Soll ich mit ansehen, wie sie versucht, dich gegen mich aufzubringen? Wie sie versucht, unsere Ehe zu zerstören? Elisabeth, das haben wir doch alle schon geklärt. Du hast keinen Grund zur Eifersucht. Clarissa hat sich mir gegenüber immer anständig benommen. Ja, mir gegenüber aber nicht. Hier in diesem Zimmer. Erinnerst du dich an das kaputte Bild? Hier hat sie mir eiskalt ins Gesicht gesagt, dass sie die neue Frau an deiner Seite sein will. Glaubst du, sowas denke ich mir aus? Früher hast du gewusst, wem du vertrauen kannst. Konnten Sie etwas bei Ihrer Frau erreichen? Nein, sie hat die Speicherkarte bereits an Arno weitergegeben. Danke. Ich habe Sie hierher gebeten, weil mir meine Frau ein paar Dinge erzählt hat, die mich außerordentlich irritieren. Sie hatten auf dem Empfang vor ein paar Wochen eine Auseinandersetzung mit ihr. Wir haben sehr nett geplaudert. Falls Ihre Frau das Gefühl hatte, ich bin ihr zu nahe getreten, war mir das nicht bewusst. Elisabeth hat mir erzählt, Sie haben ihr gedroht, ihr private Unannehmlichkeiten zu bereiten. Oh, das muss sie falsch verstanden haben. Ich sollte mich umgehend bei Ihrer Frau entschuldigen. Das wird nicht nötig sein. Wir werden uns in Zukunft sowieso nicht mehr sehen. Unsere geschäftliche Zusammenarbeit ist beendet. Was ich sehr bedauere. Auch das Missverständnis. Ich werde mit Elisabeth darüber sprechen und nun möchte ich Sie nicht länger aufhalten. Selbstverständlich, Graf Lahnstein. Es ist ganz schön kalt geworden. Oh, Mist. Aua. Daniel? Hast du dich verletzt? Gott sei Dank. Aua.
Ist er gebrochen? Nee, verstaucht. Hast du ein Handy dabei? Nee. Kannst du mal bitte zur Straße hochlaufen? Das dauert ja viel zu lange. Bis ich da mit Hilfe zurück bin, da bist du doch längst ein Eiszauber. Ja, was denn sonst? Willst du mich etwa tragen? Jessica, mach bitte. Ich lass dich doch nicht jetzt hier ganz allein in der Kälte im Wald zurück. Du spinnst wohl. Wir sind doch eben an so einer Hütte vorbeigekommen. Wenn du mich bis dahin abstützt, dann kann ich da warten und du holst Hilfe. Okay? Okay. Aber langsam, ja? Oh Gott, bist du schwer. Scheiße, ich glaube, es fängt gleich an zu schütten. Geht's? Ja, wunderbar. Stell dich nicht so an. Das Panikschieben hat ein Ende. Das ist so cool. Freunde, wie sieht's aus? Eine Runde kickern? Der Tisch unter mir ist gerade frei geworden. Leo, die 2 machen wir locker fertig, ja? Aber sowas von. Euch 2 machen wir locker fertig. Aber nur, wenn ihr 2 uns 2 den Ball holt. Ja. Na dann. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, wie Timos Opa an diese Karte gekommen ist? So, wie ich mir gedacht habe. Der ist mir aus der Hosentasche gerutscht, als ich Elisabeth über den Haufen gerannt habe. Ja, die muss ihn später gefunden haben. Die weiß also auch Bescheid. Das macht aber nichts. Also Timos Opa ist sich sicher, dass von ihr aus keine Gefahr ausgeht. Ich hatte wirklich so Schiss, dass das alles auffliegt und sie dich abschieben. Genau in dem Moment geht schon wieder ein Flieger nach Caracas und ich sitze nicht dran. So, habt ihr es bei? Ich hab nämlich den Bein. Das ist schön. Und du kannst es schon wieder kaum erwarten zu verlieren. Jetzt warte mal ganz kurz, weil wir beide haben nämlich zurzeit eine Glückssträhne. Ja, das wollen wir mal sehen. Und los! Pisst total. Scheiß Wetter. Du, ich hab's nicht zur Straße geschafft. Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Ich hab dir doch erklärt, dass du Richtung Westen gehen musst. Jetzt fang nicht wieder mit deinen Himmelsrichtungen und Sternbildern. Ich habe keinen Kompass verschluckt. Ja, an der 3. Tanne rechts wäre etwas schwieriger, oder? Sorry, dass ich vielleicht Angst im Dunkeln habe. Ja, sorry, dass ich vielleicht nicht laufen kann. Wenigstens deine Klappe. Glaubst du, du schaffst das bis morgen früh? Na klar. Komm her, ich habe eine Decke gefunden. Die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Gott, du zitterst ja total. Diese blöde Decke hilft auch nicht. Und hier zieht's überall. Wir sind nass und unterkühlt. Wir müssen irgendwie die Nacht überstehen, ohne dass die Körpertemperatur sinkt. Können wir das nicht irgendwie wie die Reptilien machen? Die fahren doch ihre Körpertemperatur runter, bevor sie schlafen. Na klar, dann wachen wir einfach nicht mehr auf. Gibt's nur eins raus aus den nassen Klamotten. Du willst mich nur nackig sehen. Die nassen Sachen senken die Körpertemperatur. Du meinst das ernst? Ich soll mich jetzt hier ausziehen? Wenn wir uns gegenseitig wärmen, dann haben wir noch die Chance, die Nacht zu überstehen. Ja, los! Okay. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Mithilfe. Sehr gerne. Sie sollten öfter auf Frau Wolf hören. Ja, das glaube ich auch. Wie hast du es nur geschafft, die Schnepfe rumzukriegen? Eine Schnepfe hätte dir nicht die geringste Chance gegeben, nach allem, was ich ihr von dir verraten habe. Moment, und was genau war das jetzt? Dass du ein Problem mit starken Frauen hast. Und dass du durch dein arrogantes Auftreten versuchst, deine Minderwertigkeitsgefühle zu verbergen. Was denn? Ich habe ihr doch nur das Offensichtliche verraten. Nein, ich habe sie davon überzeugt, dass eine Beteiligung, der Lahnsteinbank für beide Seiten ein großes Geschäft ist. Ja. Also wie auch immer, jedenfalls war das dein erster Deal und das muss gefeiert werden. Also, darf ich bitten? Ich habe schon getanzt. Mit meinem Mann. Wo ist der überhaupt? Räumt er die Reste vom Buffet ab? Ja, weißt du, wir bringen immer Vorratsschüsseln mit, um uns die Reste einpacken zu lassen. Bei 3 Kindern. Nein, Thomas ist schon zu Hause. Egal.
Dann müssen wir beide eben auf unseren Erfolg anstoßen, also auf deinen Erfolg. Aber nur ein Glas. Das ist doch ein Wort. My last goodbye. Oh, bye, bye. Ah, Elisabeth. Ich wollte zu dir. Gibt es was Wichtiges? Ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Du hast mich immer wieder davor gewarnt, dass Clarissa etwas im Schilde führt und ich habe dich nicht ernst genommen. Das ist unverzeihlich. Dann hat sie alles zugegeben. Nein, aber ich habe ihr klargemacht, dass sie sich in Zukunft von uns fernhalten soll. Oh, ihr wollt schon ins Bett. Das ist schade. Ich hätte gern mit euch angestoßen. Worauf? Dass du dir 50% von Linie CL unter den Nagel gerissen hast? Durch eine Erpressung? Ich dachte, du freust dich, dass die Firma wieder vollständig in Familienbesitz ist. Du redest von Familie? Weiß Sebastian eigentlich, was für Spielchen du treibst? Dass du deine Entführung dazu benutzt, um Kapital daraus zu schlagen? Er hat sich solche Sorgen um dich gemacht. Wieso musstest du auch Clarissa beteiligen? Entschuldige mal, ich sehe doch nicht zu, wie sie sich in meiner Firma breit macht. Ich rede von dir und deiner Ehe. Und du denkst nur an diese gottverdammten 50%. Eine Weile habe ich noch gedacht, du würdest Sebastian wirklich lieben, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ludwig, kümmere dich um deine eigene Ehe. Also ich finde, Elisabeth sah in den letzten Tagen unglücklich aus. Mir geht es sehr gut, keine Sorge. Naja, wer nichts mehr vom Leben erwartet, kann natürlich auch nicht enttäuscht werden. Also, es ist schade, dass ihr nicht wollt, aber ich feiere noch ein bisschen. Komm, ich hab noch einen. Ja. So, ist schon irgendwie viel wärmer. Körperwärme hilft. Wir dürfen aber nicht einschlafen. Wieso nicht? Weil beim Schlaf die Körperwärme sinkt. Also, mir wird ja schon was einfallen, wie wir garantiert nicht einschlafen. Ja, mir auch. Wir lesen uns gegenseitig vor. Märchen aus ferner Welt. Ja, besser als nichts. Wer fängt an? Du. Okay. Der Prinz und die Sonnenkönigin. Am Tag, als Prinz Bertram geboren wurde, ging die Sonne an einem wolkenlosen Himmel auf. Was nicht weiter verwunderlich war, denn es war ein Tag im Juli. Als nun aber Jahr um Jahr verging und aus Bertram bereits ein stattlicher junger Mann geworden war. Jessica? Jessica, aufwachen. Jessica. Tut mir leid. Das ist aber auch stinklangweilig. Hey, ich muss mich aber irgendwie ablenken. Ablenken? Aufwärmen. Aufwärmen, meinte ich. Oh, schon klar. Ich bin nackt und du bist nackt und wir liegen unter einer Decke. Glaubst du, etwas lässt mich kalt? Ich hoffe nicht. Das ist schließlich nicht der Sinn der Sache, oder? Könnte alles so einfach sein. Jessica. Hey. Du musst wach bleiben, das habe ich dir doch eben erklärt. Ich hatte nur ganz kurz mal die Augen zu. Wie für den Geburtstag von Prinz Bertram bist du eingeschlafen? Okay, jetzt liest du vor. Nein. Damit du die Augen offen lässt. Du kannst ja auch ein anderes Märchen aussuchen. Was ist das für ein Kinderkram jetzt? Willst du, dass ich wach bleibe oder willst du mich einschläfern? Jessica, ich mein's tot ernst. Ich will mit dir die Nacht überstehen. Also los.
Turmprinzessin. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Und die lebte in einem Turm. Deswegen nannten sie auch alle Turmprinzessin. Und die war verliebt in einen Prinzen. Doch der Prinz, der liebte schon eine andere. Und deshalb saß sie meistens traurig in ihrem Turmzimmer. Ist dir die Lust auf Wein nicht vergangen? Nein, ich lasse mir die Lust auf einen guten Tropfen nicht nehmen und schon gar nicht von Tanja. Gutes Stichwort. Tanja hat Clarissa von Anstetten mit irgendeinem so miesen Trick aus der Firma gedrängt. Aber das wisst ihr ja bestimmt schon. Ja, das haben wir bereits erfahren. Da war es leider schon zu spät. Tanja gehören jetzt 50% an der Firma. Sag mal, sollte das Gremium nicht eigentlich dafür sorgen, dass niemand mehr private Anteile an einem Unternehmen der Lahnstein-Gruppe hat? Damit alle nur noch im Sinne des Gemeinwohls handeln? In diesem Fall haben wir eine Ausnahme gemacht und Gräfin von Anstetten 50% der Anteile überschrieben für einen Gefallen, den sie uns tun wollte. Um Ansgar aus dem Gremium zu vertreiben, was auch nicht geklappt hat. Die einzige, die sich jetzt freut, ist Tanja. Herzlichen Glückwunsch. Es hätte funktionieren können. Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Aber eins sage ich dir, ich bin nicht zurückgekommen, um mich jeden Tag in der Firma mit Tanja herumzuärgern. Was Tanja angeht, hast du meine volle Rückendeckung. Hoffentlich. Sonst sitze ich nämlich ganz schnell im Flieger nach New York. Eigentlich mag ich die Italiener lieber, aber der tut's auch. Danke. Morgen. Morgen. Daniel schon wach? Keine Ahnung, ich bin auch gerade erst aufgestanden. Morgen dann. Oh, Kaffee. Wie lange ist denn Jessica schon im Bad? Wow, du hast einen der seltenen Momente erwischt, in dem unser Bad mal frei ist. Aber in ihrem Zimmer ist sie auch nicht. Die Tür stand offen. Hey, Daniel ist gar nicht da und sein Bett ist gemacht. Daniel macht sein Bett? Ja, dann war ich das wahrscheinlich gestern. Habt ihr eine Idee, wo er sein könnte? Was? Gibt es irgendetwas, was ich wissen sollte? Moment mal, ihr glaubt nicht ernsthaft Daniel und Jessica? Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wann hast du Jessica denn das letzte Mal gesehen? Beim Joggen. Tanja hat sich weitere Anteile von Linie CL am Gremium vorbei angeeignet. Diesen Umstand sollten wir schnellstens korrigieren. Das gibt ihr mehr Macht, als uns lieb sein kann. Eine kurze Frage. Womit hat Tanja Frau von Anstetten erpresst? Das tut jetzt nicht zur Sache, Kim. Die schmutzigen Details möchte der Alte lieber für sich behalten. Ludwig, es wird lästig. Willst du uns jetzt jeden Tag mit einer Sitzung von der Arbeit abhalten? Setz dich, Tanja. Diese Sitzung wird dich interessieren. Wir stimmen über die zukünftige Führung von Linie CL ab. Ja, das bin ich. Mir gehören 50% und die anderen 50% verwalte ich ja im Auftrag des Gremiums. Ja, und diese 50% kann dir das Gremium auch wieder entziehen. Willst du mir einen zweiten Geschäftsführer vor die Nase setzen? Nicht, Clarissa. Nein, ich habe an jemand anderen gedacht. Und an wen? Wenn du dich setzen würdest, könnte ich den Vorschlag dem Gremium unterbreiten. Danke, ich verzichte. Ups. Tja, dann bleibt ja wohl zu hoffen, dass du den neuen Geschäftsführer besser im Griff hast. Ach, das würde dich auch interessieren, wen ich da als Vorschlag habe, Ansgar.
Ich weiß nicht, woher Sie diese Informationen haben. Ich habe die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch niedergelegt, um mich wieder kreativen Bereichen widmen zu können. Für Sie auch. Einen schönen Tag. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Frag nicht so dämlich. Du hast Ludwig doch überhaupt erst auf die Idee gebracht. Was meinst du damit? Er entzieht mir die Geschäftsführung. Oh, das ist erfreulich. Du brauchst dich gar nicht so zu freuen. Du bekommst den Posten nicht. Er wird jemand Dritten benennen. Hauptsache, du bist aus dem Spiel. Gib es zu, du hast verloren. Deine Erpressung ist nach hinten losgegangen. Na, deine 50% sind mir wenigstens sicher. Und mit dem neuen Geschäftsführer werde ich auch fertig. Nicht, wenn ich ihn auf meine Seite ziehe. Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Auf gute Zusammenarbeit.